Es gibt einen gravierenden Fehler, den ich immer wieder sehe, der in Unternehmen und Projekten gemacht wird, wenn sie versuchen, zur agilen Organisation zu werden. In diesem Video verrate ich dir, warum das Mindset deines Teams und Organisation das Allerwichtigste ist, wenn du deine Projekte agil umsetzen willst und wie du mit dem richtigen Mindset echte, dauerhafte Erfolge erzielst. Hallo, mein Name ist Bastian Eppler, Gründer und Geschäftsführer der Wandelfaktor. Du hast bestimmt schon von diversen agilen Methoden gehört, wie zum Beispiel Scrum, Kanban oder Daily Stand-Ups. Viele Unternehmen setzen diese Methoden ein, aber trotzdem bleiben die großen Erfolge aus. Klingt vertraut? Du führst die richtigen Tools ein, machst regelmäßige Meetings und Sprints, aber irgendwie fühlt es sich an, als würde dir auf der Stelle treten. Woran liegt das? Ganz einfach. Ihr kratzt nur an der Oberfläche. Die Prozesse und Werkzeuge sind zwar da, aber die tiefe Veränderung fehlt. Und genau da kommt das Problem ins Spiel. Du kannst die besten agilen Methoden der Welt einsetzen, aber ohne das richtige Mindset wird sich einfach nicht viel ändern. Wenn du also Agilität in deinem Team wirklich leben möchtest, anstatt nur agil zu spielen, musst du tiefer gehen. Und genau dafür gibt es die perfekte Lösung, die agile Zwiebel. In den nächsten Minuten zeige ich dir, warum das Mindset, die tiefste Schicht, das ist, was du wirklich verändern musst, um endlich den agilen Durchbruch zu schaffen. Ich habe neulich einen Post auf LinkedIn zu diesem Thema veröffentlicht und mich haben sehr viele Rückmeldungen erreicht, dass das Thema Mindset in Projektteams und Organisationen nach wie vor ein großer Blocker ist oder zu sein scheint. Also lass uns etwas tiefer in ein Konzept eintauchen, das dir bestimmt bekannt vorkommt. Die agile Zwiebel. Klingt seltsam, ist es aber nicht. Tatsächlich hilft dir diese Methode, den Erfolg deiner Projekte besser zu verstehen und langfristig zu sichern. Die agile Zwiebel besteht aus 5 Schichten. Jede davon ist ein essentieller Bestandteil agiler Arbeitsweise. Aber wie eine echte Zwiebel, und jeder, der schon mal in eine rohe Zwiebel gebissen hat, kann es mit Sicherheit bestätigen, wird sie umso kraftvoller, je tiefer du zum Kern vordringst. Aber lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Wo kommt das Modell der agilen Zwiebel überhaupt her und wer hat es erfunden? Das Modell der agilen Zwiebel stammt aus dem Bereich des agilen Projektmanagements und der agilen Transformation. Es wird oft dazu verwendet, um die verschiedenen Ebenen der agilen Methodik zu erklären. Insbesondere um den Unterschied zwischen äußeren, sichtbaren Methoden und tief verankerten Überzeugungen aufzuzeigen. Es gibt jedoch keine eindeutige Zuordnung zu einer einzelnen Person oder Organisation, die dieses Modell offiziell erfunden hat. Stattdessen hat sich das Modell über die Jahre aus verschiedenen agilen Frameworks, Ideen, Diskussionen entwickelt und verbreitet. Für Coaches und Berater ist die agile Zwiebel ein visuelles und pädagogisches Werkzeug, um Teams und Organisationen dabei zu helfen, den Unterschied zwischen oberflächlichen, agilen Praktiken und tieferen, kulturellen Aspekten zu verstehen. Es betont den Unterschied zwischen Doing Agile, also nur Tools und Prozesse verwenden, und Being Agile, das Mindset und die Werte leben. Das Modell baut dabei auf die Prinzipien des Agile Manifesto aus dem Jahr 2001 auf, das die agilen Werte und Prinzipien definierte. Das Manifesto wurde von einer Gruppe von 17 Softwareentwicklern und Projektmanagern verfasst. Darunter prominente Namen wie zum Beispiel Kent Beck, Martin Fowler und Ken Schwaber, der unter anderem einer der Erfinder von Scrum ist. Es betont Menschen und Interaktion über Prozesse und Tools, ein Gedanke, der im Zentrum der agilen Zwiebel steht. Die Zwiebelmetapher selbst ist nicht neu. Sie wurde in vielen Disziplinen verwendet, um Konzepte zu erklären, die aus mehreren Schichten bestehen. Im agilen Kontext wurde diese Metapher wahrscheinlich in den frühen 2000er Jahren populär, als Unternehmen und Organisationen begannen, die Einführung von agilen Methoden auf verschiedenen Ebenen zu hinterfragen. Die Schichten der Zwiebel symbolisieren das, was auf der Oberfläche, also Werkzeuge und Prozesse, sichtbar ist, und was tiefer liegt, sind Werte und Mindset. Aber wer hat das Modell nun erfunden? Nun, es gibt keinen einzelnen Erfinder oder ein Gründungsdatum der agilen Zwiebel. Stattdessen ist es eher ein Modell, das über die Jahre in der agilen Community durch die Arbeit von agilen Coaches, Scrum Mastern und Beratern entstanden ist, die nach einer visuellen und leicht verständlichen Methode suchten, um die Tiefe der agilen Transformation zu erklären. Bekannte Experten wie Simon Powers, Lisa Atkins und Mike Cohn haben ähnliche Konzepte verwendet, um die Bedeutung von Agilität jenseits von bloßen Tools und Prozessen zu verdeutlichen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die agile Zwiebel und das Modell dazu keine offizielle Erfindung einer Person ist, sondern vielmehr ein von der agilen Community entwickeltes und weiterverfeinertes Konzept, das als Visualisierung für die verschiedenen Ebenen der Agilität dient. Es verdeutlicht, dass wahre Agilität mehr als nur Methoden und Werkzeuge ist. Es geht darum, ein agiles Mindset zu entwickeln und zu leben. Also, lass uns loslegen und beginnen wir mit der äußersten Schicht.
Werkzeuge und Prozesse. Hier befinden sich die Tools, die wir täglich nutzen. Du kennst sie wahrscheinlich alle: Jira, Trello, Kanban und Scrum. Diese Tools sind die äußeren sichtbaren Elemente, mit denen dein Team arbeitet, und sie helfen dir, Struktur und Ordnung zu bewahren. Aber nur Tools alleine werden dich nicht ans Ziel bringen. Die nächste Schicht: Praktiken. Dies sind die Methoden, die du einsetzt als Werkzeuge, etwa Daily Stand-ups, Sprints, Retroperspektiven. Sie sind entscheidend, um dein Team auf den gleichen Kurs zu halten und kontinuierliche Fortschritte zu machen. Doch ohne die nächste Schicht bleibt das alles nur mechanisch. Und das bringt uns zur dritten Ebene. Die dritte Schicht: Prinzipien. Hier geht es darum, warum du das tust, was du tust. Prinzipien wie Kundenorientierung und kontinuierliche Verbesserung sorgen dafür, dass deine Praktiken und Werkzeuge nicht nur blind angewendet werden, sondern zielgerichtet sind. Prinzipien setzen die Leitplanken, entlang denen dein Team arbeiten kann. Jetzt kommen wir zu einer extrem wichtigen Schicht: Werte. Vertrauen, Offenheit und Mut sind hier die Schlüsselbegriffe. Werte sind das, was eine echte Teamdynamik erst ermöglicht. Wenn dein Team Vertrauen und Respekt lebt, dann erst werden aus Prinzipien konkrete Handlungen. Hier entscheidet sich, ob dein Team in der Lage ist, wirklich agil zu arbeiten oder nur so tut. Und jetzt sind wir im Zentrum der agilen Zwiebel angekommen, dem Mindset. Diese Schicht mag unsichtbar sein, aber sie ist die wichtigste von allen. Ein agiles Mindset bedeutet, dass du und dein Team bereit sind zu lernen, sich anzupassen und Veränderungen als Chance zu sehen. Ohne das richtige Mindset kannst du die besten Werkzeuge, Praktiken und Prinzipien haben, sie werden aber ohne das richtige Mindset alle wirkungslos bleiben. Achtung! So geht es auf keinen Fall. Wenn du einfach nur agile Tools und Methoden mechanisch einführst, aber das Mindset ignorierst, wird dein Team vielleicht kurzfristige Fortschritte machen, aber langfristig fehlt die Flexibilität, auf echte Herausforderungen zu reagieren. Beginne daher eher von innen nach außen. Entwickle erst das richtige Mindset, basierend auf Offenheit, Vertrauen und der Bereitschaft, Fehler als Lernchance zu sehen. Erst dann entfalten die Werkzeuge, Praktiken und Prinzipien ihre volle Wirkung und führen dein Projekt zum Erfolg. Wie verankerst du nun das Growth Mindset in deinem Team? Ein Tipp aus der Praxis: Nutze Retrospektiven, um Fehler nicht zu verstecken, sondern als Lernchancen zu benutzen. Belohne nicht nur Erfolge, sondern auch den Lernprozess. Das schafft eine Umgebung, in der kontinuierliches Wachstum erst möglich wird. Und noch ein kleiner Tipp: Das Backlog Refinement ist perfekt, um regelmäßig sicherzustellen, dass dein Team auf dem gleichen Stand ist. Es hält das agile Mindset lebendig und hilft, Prioritäten zu klären. Das war ein ganz kleiner Überblick über die agile Zwiebel und warum das Mindset das Herzstück ist. Jetzt würde mich interessieren, wie pflegst du dein agiles Mindset in deinem Team oder deiner Organisation? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren unten. Wenn du Ideen wie diese auch in deinem Team oder Organisation umsetzen willst, dein Projektmanagement auf das nächste Level heben und deine Projekte frist- und budgetgerecht abschließen willst, dann buch einfach mal ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Alles, was du dafür tun musst: Gehe jetzt auf www.wandelfaktur.de und trage dich dort für ein kostenloses und vollkommen unverbindliches Erstgespräch ein. Und lass uns miteinander sprechen. Bis zum nächsten Video, dein Bastian.